Ja, hallo zusammen, ich bin Matthias von Nyos und wir sind hier auf der Interzoo 2018 und wollen euch das neue Nyos Opus 300 vorstellen, unser Komplettaquarium. Was ist das Konzept hinter diesem Aquarium? Das Leitbild war weniger ist mehr. Wir haben versucht, alles auf ein Minimum zu reduzieren, damit nichts ablenkt von dem Innenleben, weil letztlich geht es ja darum, es geht um das Mini-Riff zu Hause im Wohnzimmer. Was also ist jetzt das Besondere am Nyos Opus 300? Also normal kennen wir es ja so, wir haben im Aquarium diesen Standardablaufschacht. Das macht den kompletten Riffaufbau natürlich deutlich komplizierter. Es sieht nicht so schön aus, es ist nicht so gut zu reinigen. Wir haben lange drüber nachgedacht und haben uns dann dazu entschieden, den Ablauf nach außen zu verlegen. Das heißt, die Ablaufbox ist hier hinten. Wir haben nichts im Aquarium, es ist komplett frei. Wir haben eine klare Rückscheibe und nichts lenkt letztlich ab. Was ist noch zu sagen zur Rückscheibe? Häufig ist es ja so, dass die Aquarien schwarz sind. Was funktioniert, muss man ganz klar so sagen. Aber es geht natürlich noch besser. Also wer mal tauchen war, weiß, unter Wasser ist es nicht schwarz, sondern es ist so ein ganz dunkles Blau. Und das haben wir hier auch realisiert. Wenn die Beleuchtung aus ist, sieht die Rückscheibe schwarz aus. Wenn wir aber jetzt die Beleuchtung einschalten, haben wir ein ganz tiefes, dunkles Blau, was einfach eine sehr natürliche Optik verleitet. Und das schafft diesen realistischen Unterwassereffekt. Wie geht es dann hier noch weiter? Es wurde im Hauptbecken wurde ausschließlich transparentes Silikon verarbeitet. Das heißt, die Kanten sind sehr klar, sind sehr transparent. Es gibt auch einen einfachen Test, den man machen kann. Man nimmt einen Geldschein und jeder Geldschein hat ja so eine individuelle Mini-Nummer, die da aufgedruckt ist. Und den könnt ihr hier hinter der Scheibe hinhalten. Und wenn man jetzt von vorne durchschaut, sieht man noch exakt die einzelnen Ziffern. Und das ist der Test für Ultraklarglas. Und das Aquarium hat ihn auf jeden Fall bestanden. Das ist sozusagen die Feuerprobe gewesen. Was ist noch besonders an diesem Opus 300? Häufig ist es ja so, dass wir bei den Aquarien unten diese Sandkante haben. Die verfärbt sich nach einer gewissen Zeit schwarz ein. Es sieht einfach nicht mehr so gut aus. Ist eigentlich relativ unschön. Dann kommt noch dazu, wir haben diese Bodensilikonnaht, die ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wir haben lange darüber nachgedacht und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben das Aquarium 3 cm in den Unterschrank eingelassen. Dadurch ist die Bodensilikonnaht verdeckt, die Sandkante ist auch verdeckt und wir haben einfach eine klare, geschlossene Optik. Es sieht einfach gut aus, würde ich sagen. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen nach unten wandern, gedanklich. Hier ist der Unterschrank. Was ist jetzt daran besonders? Der Unterschrank ist komplett vormontiert. Er ist komplett aus einem Guss, also man muss jetzt nicht hier eine halbe Stunde oder Stunde rumschräubeln, bis alles zusammenpasst, sondern ihr kriegt ihn so am Stück. Das hat natürlich neben der Ersparnis beim Aufbau den Vorteil, dass diese Optik hier auch sehr geschlossen ist. Also es gibt keine Kanten, es gibt keine Nähte, es ist quasi wie aus einem Block. Und das ist natürlich für die Optik super positives Argument. Der Schrank ist von allen 4 Seiten komplett lackiert, also sehr hochwertig verarbeitet, sehr gut geschützt gegen Meerwasser. Was auch noch erwähnenswert ist, dadurch, dass dieser Unterschrank größer ist als das Aquarium, ist es möglich, das Aquarium im Unterschrank zu transportieren. Das heißt, wer sich einen Nyos Opus 300 kauft, kriegt nur eine einzige Box, die auf einer Palette steht. Im Unterschrank ist das Aquarium, im Aquarium selber ist das Filterbecken. Und was ihr dann einfach nur machen müsst, ist das Aquarium rausziehen, auf den Unterschrank setzen, Filterbecken rein, 3 Rohre anschrauben, fertig. Also derjenige, der einigermaßen geschickt unterwegs ist, ist da wirklich in einer Viertelstunde durch und dann kann man auch schon loslegen mit seinem Becken. So, wir haben jetzt einiges über den Unterschrank gehört. Er ist von allen 4 Seiten lackiert, hochwertig verarbeitet und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze von innen aussieht. Ich mache hier einmal die Türen auf, also es sind so ganz bequeme Druckscharniere. Einfach einmal draufdrücken, dann geht es direkt auf. Und hier sehen wir jetzt unser 40 Liter fassendes Technikbecken. Jetzt können wir jetzt vielleicht mal so ganz einfach den Weg des Wassers quasi vom Rücklauf bis zur Rückförderpumpe durchgehen. Wir haben als erstes hinten einen Blasen- und Sedimentfang, der das Wasser ein bisschen beruhigt. Dann haben wir in der Mitte hier der ersten Kammer haben wir diese klassische Filtersocke, sehr gut als Feinfilter geeignet, um diese ganzen Sedimente aus dem Wasser rauszubekommen. Und nachdem das Wasser über die Filtersocke fließt, haben wir noch eine, ich sage jetzt mal, Reservekammer eingebaut.
In dieser Reservekammer kann man jetzt sagen, hier, ich habe meine Aktivkohle, ich habe meinen Phosphatabsorber, da packe ich einfach eine Filtersocke rein, habe dafür eine separate Kammer und dadurch werden diese Medien dann zwangsdurchströmt. Die mittlere Kammer ist die Hauptkammer, die nennen wir auch Abschäumerkammer. Hier wird der Wasserstand konstant gehalten. Also wir sind hier so bei 20, 21 cm, im Prinzip optimal für die NYOS Quantum Abschäumer auch geeignet. So nach der Abschäumerkammer kommt die letzte Kammer, das ist die Rückförderkammer. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir den freien Platz im Bereich der Rückförderkammer genutzt haben, um hier das Nachfüllbecken einzubringen. Also das Nachfüllbecken steht jetzt nicht daneben oder oben drauf, sondern wir nutzen eben einfach diesen sowieso vorhandenen Platz, der aber nie gebraucht wird, und bringen da unser Nachfüllbecken unter und die Nachfüllautomatik. Das hat den Vorteil, dass wir hier oben einen Deckel drauf haben, wodurch letztlich Verdunstung reduziert wird, wodurch Betriebsgeräusche minimiert werden, und das gleiche haben wir auch auf der rechten Seite. Also insofern eine sehr klare, geschlossene Optik, sieht ordentlich aus, sieht aufgeräumt aus. Und wenn wir nochmal hier letztlich auch an die Verrohrung schauen, ist auch erkennbar, wir haben im Prinzip keine Schläuche. Es ist eine Festverrohrung, auch wieder sauber, ordentlich, ist ganz einfach installiert und wir haben halt nicht das Problem, dass man irgendeinen Schlauch einen Knick hat und so weiter. Also welche Varianten gibt es jetzt zur Auswahl beim Unterschrank? Wir haben einmal weiß, das ist klar, weiß passt immer, ist modern, ist zeitlos, kann man immer sehen, kann man auch nie was falsch machen. Und es gibt außerdem noch eine dunkle Version. Wir haben die jetzt bewusst nicht schwarz gemacht, weil schwarz ist schon sehr massiv, drückt auch ein bisschen. Deswegen haben wir uns für Basaltgrau entschieden. Das ist ein relativ dunkles Grau, aber immer noch deutlich heller als jetzt Schiefer oder Anthrazit. Würde ich sagen, ist so ein bisschen moderner, ein bisschen stylischer. Gefällt mir persönlich auch sehr gut und sieht auch zusammen mit dieser dunkelblauen Rückwand richtig gut aus.